Mit Gladbach gegen Bremen startet Spieltag 25. Wir biegen also ganz stark auf die Zielgerade ein. Ja, Gladbach-Bremen, würde ich Gladbach mal auf Sieg tippen. Bremen hat gegen Leverkusen zu Hause verloren. Also da ist bei beiden einiges an Wiedergutmachung. Und ich glaube so vom Gefühl her, dass Gladbach da vielleicht einen Sieg holt. Stuttgart gegen Wolfsburg, beide noch mit großen Ambitionen. Stuttgart will natürlich die Klasse halten, Wolfsburg will ins internationale Geschäft. Und beide haben eigentlich gar nicht so verkehrt gespielt in den letzten Partien. Von daher könnte das auch eine sehr, sehr ausgeglichene Partie werden. Und da es sehr ausgeglichen wird, laut meinen Voraussagen, mal gucken, ob das so eintritt, ja, werde ich hier mal ein 1:1 tippen. Hoffenheim gegen Hertha, Not gegen Elend, wenn man so möchte. Die Hoffenheimer, die stehen echt, hätte man gar nicht gedacht, auf dem letzten Platz. Die waren nach 10 Spieltagen Vierter, glaube ich. Eine Statistik habe ich letztens gesehen und seitdem haben die nur noch 2 Punkte geholt und jetzt sind sie halt Letzter. Ist der Trainer von Hoffenheim schon so ein bisschen an Pranger gestellt worden. Wenn der verlieren sollte, soll er angeblich wieder entlassen werden. Also das zeugt ja auch von einer Unkonstantheit und von sehr, sehr vielen Unruhen im Verein. Ich bin gespannt, wie das mit Hoffenheim und vor allem mit Hertha noch enden wird. Aber ich tippe trotzdem auf Hoffenheim. Komm, irgendwann muss das ist wie bei Schalke. Ich habe auch Schalke lange Zeit immer auf Sieg getippt und da hat es jetzt auch gegen Stuttgart funktioniert. Und dasselbe mache ich jetzt auch bei Hoffenheim. Augsburg gegen Schalke, ein weiteres Duell um den Klassenerhalt. Augsburg mit ein bisschen besserer Platzierung, mit ein bisschen besseren Voraussetzungen, aber Schalke, Hut ab wirklich bei der Spielweise, wie die sich reinhauen in die Zweikämpfe, egal gegen welchen Gegner. Da steht wieder eine Einheit auf dem Platz, das spüren auch die Fans. Ja, ich glaube, Thomas Reis ist da der richtige Trainer für. Aber ich glaube, Augsburg. Aber wobei, vielleicht die Schalker, die sind jetzt gerade in so einem leichten Höhenflug, so ganz leicht. Vielleicht setzen sie den fort in Augsburg, aber ich glaube, Augsburg ist auch sehr schwer. Ich mache da mal ein torreiches Unentschieden. Ich mache hier mal ein 2:2. Beide Mannschaften müssen, vor allem die Schalker, Augsburg auch, die wollen sich da unten befreien. Es könnte ein sehr, sehr großer Abnutzungskampf werden. Von daher hoffe ich, dass da viele Tore fallen. 2:2. Bochum gegen Leipzig, das ist auch so ein undankbares Duell für die Bochumer. Die stehen mit dem Rücken so ein bisschen zur Wand, haben aber in Köln gewonnen. Ich habe es gerade noch mal im Video geschaut. Ich habe letzte Woche gesagt, die werden doch jetzt nicht wohl ausgerechnet in Köln gewinnen. Und was haben sie gemacht? Die haben in Köln gewonnen. So, und Leipzig sind unter der Woche gegen Man City ganz schön unter die Räder gekommen. Mir soll es recht sein. Und in der Liga, müssen sie oben dran bleiben, ne? Müssen die Champions League sichern. Aber ist da wirklich ein Sieg für Bochum realistisch oder zumindest auch ein Unentschieden? Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Leipzig, auch wenn ich den sportlich das Schlechteste wünsche natürlich, glaube ich, dass Leipzig sich da durchsetzt. Ich mache mal 2:0. Wir machen mal 2:0. Ich glaube, Bochum, das wird echt ganz, ganz schwer. Also Schalke ist jetzt weg von Abschiedskandidat Nummer 1, da würde ich jetzt eher Bochum hinsetzen. Aber das kann in 2 Spieltagen auch wieder ganz anders aussehen. Lass sie mal gegen Leipzig gewinnen, was sie wahrscheinlich werden, weil ich jetzt wieder gegen Bochum tippe. Es ist verrückt. Es ist jedes Wochenende wieder eine Glücksspiellotterie. Das Topspiel ist dann Dortmund gegen Köln. Auch sehr, sehr interessant. Beides Mannschaften, die auf jeden Fall Fußball spielen können. Die Kölner haben ja in der Hinrunde gegen Dortmund gewonnen, überraschenderweise. Haben aber auch gut gespielt und Dortmund, hatten halt die Chance, gegen Schalke nachzuziehen, haben dann halt unentschieden gespielt. Jetzt müssen sie halt gewinnen. Jetzt müssen sie jedes Spiel gewinnen, besonders dann das Spiel gegen die Bayern am 1. April. Das ist ja nach der Länderspielpause, müsste das ja dann das Topspiel sein. Und ich glaube, die Dortmunder, die setzen hier nochmal ein Ausrufezeichen. Mache ich ein 3:1. Dann habe ich die Differenz mit 2 Toren, falls die 2:0 gewinnen sollten oder irgendwie 4:2. Ich glaube, das könnte ein sehr schönes Spiel werden. Union gegen Frankfurt dann am Sonntag, das erste Spiel von 3. Für beide geht es natürlich da um die Champions League. Ich hoffe natürlich aus Sicht der Eintracht, dass sie da gewinnen. Ich mache jetzt erstmal das Ergebnis. Ich würde ein 2:1 tippen. Auch aus dem Bauch raus, auch einfach, aus dem Mute der Verzweiflung würde ich gar nicht sagen, so einfach aus Trotz vielleicht. Weil, das muss ich jetzt kurz dazu sagen, die Eintracht, die hat wirklich, was den internationalen Fußball angeht, Deutschland eigentlich richtig gut sportlich vertreten. Die letzten Jahre in der Europa League gewonnen. Zum ersten Mal im Champions League Achtelfinale, die beste Hinrunde gespielt in der Bundesliga, hat Glasner ja auch so schön gesagt. Leider, das ist so ein fader Beigeschmack, haben die Ultras wieder leider kein gutes Licht auf uns normale Fans ablichten lassen, indem sie da ganz Neapel auseinandergenommen haben. Natürlich aber auch mit Gegenwind von den Neapel-Fans. Ich finde es einfach schade und ich werde das auch nicht akzeptieren und ich werde das auch nicht gutheißen, dass da einfach irgendwelche Ultras sich da auf den Weg gemacht haben und meinten, die ganze Stadt zerstören zu müssen, weil Neapel auf der anderen Seite Eintracht-Fans nicht ins Stadion lassen wollten. Das ist natürlich auch nicht ganz korrekt, dass man dann einfach keine Karten verkauft, weil es gibt durchaus
Fans, normale Fans, so wie ich, so wie du vielleicht, oder auch wie Leute, die sich ganz gut benehmen können, die werden gerne zu diesem Spiel geflogen. Ja, nun ist es aber so gewesen, dass das leider nicht möglich war. Trotzdem muss man deswegen nicht die ganze Stadt auseinandernehmen. Sportlich, um aufs Sportliche zurückzukommen, muss man sagen, dass Neapel einfach in beiden Spielen 2, 3 Klassen zu stark war. Das muss man dann auch sportlich und fair anerkennen. Jetzt hoffe ich natürlich aus sportlicher Sicht, dass Neapel richtig auf die Fresse kriegt. Ich wünsche denen wirklich Bayern in der Primetime oder Real Madrid mit einem Ballon d'Or Benzema. Und hast du nicht gesehen, dass sie richtig nackig gemacht werden? Aber Neapel, denen ist vielleicht auch in der Champions League dieses Jahr was zuzutrauen. Die werden den Scudetto gewinnen. Die werden wahrscheinlich auch in der Champions League noch eine gute Rolle spielen. Aber das dazu einfach. Ich heiße das nicht gut, was die Fans da gemacht haben, auf gar keinen Fall. Ich verabscheue auch jegliche Form von Gewalt und Ausschreitung. Ich finde das absoluter Müll und absoluter Dreck. Und von daher sind halt auch wieder ganz viele Neapel-Troll-Accounts das ist halt so witzig, so unter den Eintracht-Posts und auf Instagram und hast du nicht gesehen. Die werden auch noch irgendwann ihr Fett wegkriegen, von daher muss man da einfach mal abwarten. Genau, das dazu. Also wie gesagt, mega stolz auf die Eintracht, dass sie das so weit geschafft hat bis ins Achtelfinale. Sportlich waren wir einfach unterlegen. Und jetzt für die Bundesliga hoffe ich einfach nochmal vor der Länderspielpause auf ein gutes Ergebnis, deswegen 2-1 für Union. Sie sind momentan echt in so einer sportlichen Krise, kann man sagen. Götze, Kamada, da fehlt einfach so die Leichtigkeit, da kommen selbst einfache Bälle nicht mehr an. Und du kannst nicht nur das ganze Spiel auf Moani verlagern, der muss auch mal ein bisschen Entlastung kriegen von den beiden Flügelspielern oder mal Systemumstellung. Gott sei Dank ist jetzt bald Länderspielpause, da kann man sich vielleicht nochmal sammeln für die letzten Spiele, aber das sah leider sehr, sehr dürftig aus die letzten Wochen. Schauen wir mal, wie es bis zum Saisonende weitergeht. Dann kommen wir zu Leverkusen gegen Bayern. Leverkusen, die haben auch Tuchfühlung nach oben. Haben jetzt in Bremen gewonnen, Bayern zu Hause, ja. Könnte nochmal so eine kleine Überraschung werden. Wobei ich glaube, wenn die Bayern wirklich ernst machen, dann ziehen die das jetzt bis zum Saisonende durch. Gewinnen dann auch gegen Dortmund das Rückspiel nach der Länderspielpause. Ich würde hier trotzdem nochmal ein Unentschieden tippen. Ich glaube, dass Leverkusen momentan vielleicht gut gefestigt ist. Wahrscheinlich schießt Bayern die aus dem eigenen Stadion, aber ich tippe trotzdem hoffnungsvoll mal auf ein 1-1. Vielleicht kann ich ja da einen Überraschungspunkt landen. Und der Abschluss dann Mainz gegen Freiburg. Ja, Freiburg ist stand jetzt gleich gegen Juventus Turin noch gefragt. Das ist auch so ein bisschen bescheuert gewesen. Da haben sie extra im Gästeblock noch Sitzplätze anfertigen lassen, weil die Fans der alten Dame das so gerne haben wollten, weil Juventus-Fans wohl gerne im Sitzen die Spiele verfolgen. Musst du dir mal überlegen, wo sind wir mittlerweile angekommen? Echt, Fans werden aus Stadien verbannt. Es werden zusätzliche Sitzplätze, Sitzschalen hinzugefügt, weil die Fans das, wo sie wollen. Tja, da hoffe ich natürlich, dass beide verlieren, weil sowohl Mainz von hinten als auch Freiburg von vorne könnte der Eintracht gefährlich werden. Daher tippe ich hier mal ein 1:1 in der Hoffnung, dass sie unentschieden spielen, aber ich befürchte, da wird es einen Sieger geben. Ich glaube nicht, dass diese Ergebnisse hier irgendwie in irgendeiner Weise zustande kommen werden. So, genug gelabert. Gucken wir nochmal kurz auf die Tabelle drauf. Da ist Debi Cooper auf der 1, Prinz Poldi, Schlitz, Easy 25 und der X-Tex. Das sind die ersten 5. Ich scroll mal ein bisschen runter und bedanke mich wie immer bei euch, dass ihr weiterhin so fleißig hier mittippt, dass ihr aktiv seid. Mir macht das, wie gesagt, jede Woche aufs Neue Spaß hier zu tippen, meine blöde Meinung dazu abzugeben, mein Fußballerwissen hier so ein bisschen mit reinzuhauen und ich hoffe, euch gefällt das auch weiterhin. Dann bleibt gerne dran, abonniert meinen Kanal, wenn ihr meine nächsten Bundesliga-Tipps nicht verpassen wollt. Ein Like gerne, das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns nach der Länderspielpause. Nächste Woche ist nicht, deswegen nicht wundern. Nach der Länderspielpause dann mit Spieltag 26 weiter und dann biegen wir schnurstracks auf das Saisonende zu. Macht's gut und ciao, ciao.